Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's um Listen. Listen sind die Alternative zu Arrays und tatsächlich die einzige Möglichkeit, irgendwie solche, mehr von einem Typ als eins hintereinander zu packen. Also das, was eigentlich Arrays sind, gibt's in manchen Programmiersprachen gar nicht. Zum Beispiel Python hat so keine Arrays, sondern die haben nur Listen. Wobei die Listen ein bisschen effizienter sind, aber das muss euch jetzt gerade mal nicht stören. So, was ist denn jetzt das Tolle bei Listen? Naja, sagen wir mal, ich schreibe das jetzt so hin, a ist gleich und normalerweise schreibt man dann wirklich nur solche Klammern. Das ist die leere Liste. Das heißt, da ist kein einziges Element drin, aber es ist trotzdem eine Liste. Quasi wie ein leeres Array, also ohne Elemente. So, das Coole ist jetzt aber, ich muss nicht wie bei einem Array vorher angeben, wie groß alles bei mir ist. Also zum Beispiel, dass ich 3 Elemente reinpacken werde. Das muss ich ja beim Array immer schon am Anfang angeben. Und bei einer Liste muss ich das nicht machen. Das ist das Tolle dran. Das heißt, wir können jetzt hier einfach hingehen und sagen a.add und dann irgendein Element reinpacken. Das heißt zum Beispiel 42. Und jetzt habe ich hier unten, Achtung, das ist jetzt nur eine Liste, die im Prinzip sieht die so aus. Im Prinzip ist das genau das, was ich gemacht habe. Aber ich habe diese 42 nicht schon am Anfang angeben müssen und meine Liste ist automatisch gewachsen. Das heißt, hier ist jetzt ein Element drin. Normalerweise könnt ihr dadurch dann darauf dann irgendwie noch irgendwelche Funktionen ausführen. Wie lang ist denn meine Liste? Also zum Beispiel Length berechnen. Normalerweise dann über len oder length von a. Gibt euch, das sollte ich vielleicht in eine neue Zeile schreiben, gibt euch die Liste zurück. Das hier jetzt extra in den Kommentar gepackt, damit wir hier einen Unterschied sehen können. Es ist im Prinzip kein Code, sondern es ist dasselbe. Also wenn ich jetzt hier dieses Add ausführe, ist es dasselbe, als hätte ich jetzt hier direkt das geschrieben. Okay, und mit Length oder sowas, oder manchmal heißt auch len von a, könnt ihr euch dann die Größe der Liste ausgeben lassen. Manchmal sieht es auch ein bisschen anders aus, ist aber nicht so schlimm. So, ich kann noch am Anfang direkt mehrere Elemente angeben, zum Beispiel noch 1337 und 128 und 256 und so weiter und so fort. Achtet nur darauf, dass man normalerweise nicht mit sowas aufhört, denn dann wird noch ein weiteres Element erwartet und wenn ich jetzt keins angebe, dann gibt es einen Fehler. Wer hätte es gedacht? Okay, so, jetzt habe ich eine Liste mit 4 Elementen. Jetzt kann ich auch so Sachen machen wie, ich möchte das letzte Element löschen, also a. Da spricht man normalerweise dann von Push und Pop und generell von solchen Dingern. Push bedeutet, ich drücke noch ein Element rein. Also Push oder Add ist dann im Prinzip, oder manchmal ist auch Append, ist immer dasselbe. Ihr legt ein neues Element hier hinten dran, also quasi, ich werde jetzt allerdings weiter von Push reden. Push 512 würde mir dann einfach 512 hinten dran hängen. Während wenn ich sage a.pop, dann meine ich damit, ich poppe das letzte Element ab. Das braucht auch überhaupt keine Parameter oder sowas. Das werden wir alles noch behandeln. Das sind, wie gesagt, Funktionen, die wir auf a aufrufen. Da müsst ihr euch jetzt nicht irritieren lassen. Das kommt alles noch genauer, was da so passiert. Nur, dass ihr mal so versteht, was eine Liste genau macht. Das liefert mir jetzt, sagen wir mal, ich schreibe x ist gleich hin. Das liefert mir diese 256 und schreibt die in das x und löscht sie gleichzeitig aus meiner Liste. Das heißt, mein a ist danach nur noch bis zu 128 und in meinem x habe ich meine 256 dann drin. Ist sehr nützlich in manchen Teilen. Manchmal einfach nur zum Nachsehen kann man auch get benutzen oder auch peek. Manchmal heißt es peek, manchmal heißt es get. Da lesen wir sozusagen nur das oberste Element einfach nach, also das letzte Element dann. Okay, aber es bleibt in der Liste drin und wird nicht gelöscht. So, jetzt, warum sollte ich, im Prinzip ist es ja eigentlich ein Array, so eine Liste. Jetzt ist aber der kleine, aber feine Unterschied der Zugriff, wie dieses ganze Zeug funktioniert. Und jetzt möchte ich tatsächlich mit euch ein bisschen in die Theorie gehen, denn Listen sind langsamer als Arrays. In Arrays habe ich wirklich so hintereinander direkt in meinem Hardware-Speicher als in meinem RAM, habe ich tatsächlich diese Elemente direkt hintereinander in meinem Speicher drin stehen. Das heißt, wenn ich auf ein Element zugreifen möchte, was zum Beispiel hier die 3 steht, also irgendwo mittig, dann kann ich das aber trotzdem tun, weil ich weiß ja, das wievielte Element möchte ich haben und ich weiß, wo mein erstes Element ist. Bei einer Liste muss das nicht unbedingt so sein. Das heißt aber auch, generell, wie das Ding aufgebaut ist, im schlimmsten Fall, wenn ich mein letztes Element möchte, muss ich einmal komplett durch meine Liste durchlaufen.
So, jetzt, wie ist eine Liste organisiert? Im Speicher drin sieht es folgendermaßen aus. Ich habe 2 Sachen, die ich pro Element haben muss. Das heißt, ich habe einmal das, was ich speichern muss, also Speicher, und ich habe einen Pointer, einen Zeiger oder einen Verweis, je nachdem, das sind eigentlich alles 3 Dinge für dasselbe Ding, Zeiger auf das nächste Element. Sprich, dieses Element hier, diese 42, die zeigt mir gerade noch auf das nächste Element. Sprich, es hat irgendwie einen Verweis auf die Speicheradresse von meinem 1337. Und das wiederum hat eine Speicheradresse auf die 128 und das wiederum auf die 256. Das heißt, hier steht 42 drin und die haben irgendwie 2 Elemente. Also einmal brauche ich den Wert von einem normalen Integer zum Speichern von meiner 42 und dann brauche ich noch einen weiteren Integer, damit ich verweisen kann, wo genau denn jetzt in meinem Speicher die 1337 gespeichert ist. Da muss ja nicht immer 1337 drinstehen, da kann sich auch was ändern. Das heißt, ich habe wieder mal eine Speicheradresse zusätzlich zu meiner normalen Zahl hier und diese Speicheradresse verweist, das ist dieser Pfeil, den ich eingezeichnet habe, verweist auf das Ding, also wo das gespeichert ist sozusagen. Okay, und das wiederum hat eine Adresse gespeichert zusätzlich zu dem Wert 1337 und die verweist wiederum auf die 128. Das heißt, ich habe hier 32 Bit für mein Integer und nochmal in 64-Bit-Systemen sind es 64 Bit als Speicherverweis auf meine 1337. Das heißt, ich brauche hier aber gleichzeitig noch mehr Speicher, logischerweise. Und was viel schlimmer ist eigentlich, um auf die 256 zu kommen, muss ich einmal komplett durch meine Liste durchrennen. Das heißt, ich fange normalerweise immer bei meinem ersten Element an und lies das. Und dann habe ich einen Verweis, das heißt, ich muss diesem Verweis nachlaufen, muss dem Verweis hier nachlaufen, muss dem Verweis nachlaufen und erst dann kann ich mein 4. Element nachgucken. Das heißt, ich brauche tatsächlich 4 Zugriffszeiten. Während bei einem Array kann ich einfach sagen, ich nehme diese Speicheradresse von der 42 und gehe 3 Schritte weiter. Das ist alles. Also ich muss nicht irgendwelchen Verweisen folgen, sondern ich kann einfach 3 später in meinem Speicher lesen, also 3 Integer weiter in meinem Speicher lesen, während ich hier tatsächlich immer nachgucken muss, hey, was steht in der Adresse drin, lauf dahin, hey, was steht da drin, lauf dahin und so weiter. Das dauert einfach ein bisschen länger mit den Listen. Das ist das große Problem, warum man eigentlich, wenn es effizient werden soll, lieber Arrays verwenden sollte als Listen. Und trotzdem sind Listen teilweise wirklich extrem mächtig und irgendwie cooler. Das ist jetzt die normale Linked List. Es gibt auch sowas wie Double Linked List. Da kann ich dann in beide Richtungen laufen. Das heißt, ich habe aber hier auch noch irgendwie einen Verweis von meiner 42 auf meine 256 und andersrum auch. Das heißt, ich habe hier wirklich in beide Richtungen. Also wenn ich zum Beispiel bei meinem ersten Element anfange und ich möchte meine 256 lesen, dann gehe ich halt in Gottes Namen diesen Pfad entlang und muss nur einmal nachgucken, hey, welche Adresse steht da drin? Und laufe dann zu meiner 256 und habe die dann sofort. Das heißt aber auch, dass ich trotzdem nicht sofort nachgucken kann. Zum Beispiel für meine 128 oder beziehungsweise generell für sehr, sehr lange Listen bringt mir das natürlich auch nicht mehr so einen großen Vorteil. Vor allem für die mittleren Elemente ist es dann immer noch sehr, sehr langsam. Aber so ist nun mal, wie Listen im Normalfall funktionieren. Und das sind sozusagen die Grundlagen für Listen. Jetzt habe ich euch ja schon diese sogenannten mehrdimensionalen Arrays erklärt. Dasselbe funktioniert auch mit Listen. Der Trick ist einfach, dass ich hier statt einem Element einfach wieder eine Liste reinpacke und und so weiter und so fort. Also hier habe ich dann auch nochmal eine Liste dabei und so weiter. Also im Prinzip genau dasselbe wie bei den mehrdimensionalen Arrays. Deswegen werde ich jetzt das nicht mehr mit euch durchgehen. Okay. Das sind sozusagen die Grundlagen zu Listen. Wir werden noch viel, viel mehr dazu machen. Wir werden uns auch so Sachen wie Map oder sowas angucken. Ja, ich weiß, da haben schon manche von euch drauf gewartet. Kommt alles noch. Wir werden allerdings uns vorher noch anderen wichtigen Strukturen und so weiter zuwenden. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr habt verstanden, wie Listen jetzt intern funktionieren und warum man sie verwenden kann, aber nicht verwenden sollte, wenn es schnell sein sollte. Okay, gut, dann lasst ein Like da oder einen Kommentar oder was auch immer und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.